Ein Brühstück. Lohnt sich das wirklich? Ich zeige dir, warum ich es bei meinem Rosinenbrot nicht mehr weglasse. Ich habe dafür einmal Dinkelmehl frisch gemahlen zu Dinkelvollkornmehl, verrühre das mit heißem Wasser. Das kommt direkt aus dem Wasserkocher. Und dann sollte dieses Brühstück mindestens 4 Stunden abkühlen. Wer möchte, kann das Ganze auch am Vortag machen und es dann einfach im Kühlschrank zwischenlagern. Wichtig ist, Deckel drauf und zur Seite stellen. Dann die Rosinen. Hier habe ich 100 Gramm genommen und übergieße sie mit Wasser, so dass sie schön bedeckt sind. Rühre das Ganze noch mal so ein bisschen um. So haben die Rosinen Zeit, sich jetzt auch in den nächsten 4 Stunden schön mit dem Wasser vollzusaugen, um dann beim Backen auch schön saftig zu bleiben. Nach den 4 Stunden setzen wir den Teig an. Dafür habe ich hier 630er Dinkelmehl. Dazu kommt jetzt nochmal das Brühstück. Und das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Es kommt aber auch nochmal zum Schluss. Und zwar wirklich am Ende. Bis dahin schauen, kurz Video pausieren und dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Und dann noch Salz, ein wenig Butter. Hier könnt ihr übrigens auch die selbstgemachte fermentierte Hirsebutter verwenden. Und dann wollte ich mal testen, ihr wolltet es wissen, dieser gekaufte Sauerteig, den ich ja letztens euch gezeigt habe, hat der überhaupt Triebkraft? Wie verhält der sich? Also haben wir den dazu gegeben. Dann hier statt Zucker habe ich jetzt meinen fermentierten koreanischen Sirup dazu und fange schon mal an, das Ganze ein bisschen zu kneten. Es fehlt natürlich noch Flüssigkeit. Und zwar habe ich das in dem Rezept geschrieben, dass es 100 bis 150 Milliliter sind. Und da hängt es einfach davon ab. Wie ist euer Sauerteig? Habt ihr den flüssig? Habt ihr den fest? Habt ihr einen waffelteigartigen? Und deswegen gebe ich jetzt das Hefewasser. Das ist also nicht Hefe mit der gekauften Hefe, sondern wirklich selbst hergestellte Hefe. Ich verlinke euch das Video hierzu auch nochmal oben rechts unter dem i. Und die gebe ich jetzt schlückchenweise hinzu und diese Konsistenz sollte euer Teig haben. Wenn er dann so durchgeknetet ist, kommen die abgetropften Rosinen hinzu und dann werden diese nochmal eben unter den Teig gehoben. Ihr seht, es ist wirklich eigentlich ein ganz einfaches Rezept, aber mit so kleinen Kniffen habt ihr da wirklich ein viel besseres Ergebnis. Ich decke das Ganze jetzt ab und lasse das Ganze 3 bis 6 Stunden bei Zimmertemperatur warm stehen. Falls es nicht warm genug ist, Backofen mit eingeschaltetem Licht oder ein Gärautomat. Und so schön sieht der Teig dann aus. Damit er noch ein bisschen besser wird in der Form, werde ich hier noch mal ganz kurz falten. Und das gelingt tatsächlich ganz einfach. Also er ist schon ordentlich durchgeknetet gewesen, also schön ausgeknetet. Und dann einfach die Finger mit ein bisschen Wasser einweichen und alternativ, falls es euch zu sehr klebt, könnt ihr da auch ein bisschen Öl dran geben. Von jeder Seite einmal hochziehen und drüber stellen. Und dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen von meinem selbstgemachten Ghee. Ihr könnt alternativ natürlich auch Butter und auch übrigens die fermentierte Hirsebutter hinzugeben. Ihr habt euch ja hier auch noch mal Rezepte gewünscht, da bin ich schon dran, aber das einfach als kurzer Hinweis für diejenigen, die sich zum Beispiel antientzündlich und oder vegan ernähren. Ich habe jetzt hier das Ghee verwendet, das auch antientzündlich ist, aber nicht vegan. Und dann habe ich den Teig einfach hineingegeben. Ihr seht, der hat eine richtig schöne Struktur und ich finde es ganz toll, dass der nicht aus hellem Mehl nur besteht, sondern dass der wirklich auch so ein bisschen vollkorniger ist. Dadurch ist er sättigender und natürlich ballaststoffreicher. Drückt ihn noch mal ein bisschen nach unten und dann noch mal 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen. Und er hat sich tatsächlich schon wieder fast verdoppelt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der Sauerteig mit dem Hefewasser leisten gute Arbeit. Danach das Ganze noch mal mit Milch bestreichen. Wenn ihr einen großen Backofen habt, den auf jeden Fall schon mal vorheizen.
Ich gebe bei mir ja mein Gebäck immer in den Minibackofen, da ist das gar nicht notwendig. Und dann noch mal kurz in der Mitte einschneiden und dann schön fertig backen. Ich habe das jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze gemacht, 45 Minuten, und ich dachte eigentlich, der wäre noch nicht durch. War ganz ungläubig, habe ich das Thermometer hin und her geschoben, aber der hatte über 90 Grad Kerntemperatur. Also das da war ich wirklich überrascht, dass der so einfach ging. Also, ich freue mich schon auf eure Ergebnisse, und ihr könnt jetzt seit Neuestem bei YouTube auch diese in dem Community-Tab posten. Von daher nutzt es bitte gerne aus. Ich habe das Ganze aktiviert, damit ihr dann auch über YouTube mit mir eure Werke teilen könnt. Ich freue mich schon riesig darauf. Und schaut mal, wie fluffig weich der ist. Ich habe ihn auf dem Kuchengitter über Nacht abkühlen lassen. Und der ist wirklich köstlich. Also, wir werden den jetzt genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, und in diesen Videos sehen wir uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und herzliche liebe Grüße. Eure Emma.